Wer sich aber heute umschaut, erkennt, dass Deutschlands Weg seit geraumer Zeit in die ganz falsche Richtung führt. Ein Kanzler, der seine Kanzlerschaft mit weitreichenden Zugeständnissen an alle Parteien links von der Union erkauft hat, der hat ja keinerlei Spielraum mehr. Der Verfassungsschutz richtet seine Schrotflinte auf die Mitte der Gesellschaft, in dem selbst harmlose Äußerungen unter Beschuss geraten. So ist es, meine Freunde. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was, wenn der Verfassungsschutz längst zum Regierungsschutz geworden ist? Wenn Gerichte politische Meinung bewerten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Sprachrohrredaktion verkommt. Während andere schönreden, legt Erika Steinbach den Finger genau in die Wunde. Dieser Redebeitrag ist unbequem und genau richtig. Auf geht's! Lieber Fraktionsvorsitzender, lieber Dirk Nockemann, liebe Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft, lieber Alexander Wolf, insbesondere aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind das Volk. Die Politiker sind Ihre Diener und nicht diejenigen, die Sie zu bevormunden haben. Deutschland ist ein wirklich schönes Land mit einem reichen kulturellen Erbe. Und wenn man sich hier umschaut, weiß man, es lohnt sich, dieses Erbe zu bewahren. Und ich bedanke mich, dass ich wieder hier eingeladen worden bin. Das ist der schönste Raum, in dem ich gesprochen habe, mit Ausnahme des Parlaments vom Ungarn in Budapest. Das ist auch sehr schön. Es muss unser aller Anliegen sein, oder besser noch, es müsste unser aller Anliegen sein, insbesondere aber das unserer jeweiligen Regierungen, dieses Erbe zu pflegen und auch an die nächsten Generationen weiterzureichen. Die Kriegsgenerationen haben aus Deutschlands Trümmerwüsten wieder ansehnliche Städte gemacht. Wissenschaft, Kunst und Kultur und unsere Wirtschaft kamen nach den Verwerfungen des Zweiten Weltkrieges zu neuer Blüte. Wer sich aber heute umschaut, erkennt, dass Deutschlands Weg seit geraumer Zeit in die ganz falsche Richtung führt. Und seit dieser Woche haben wir eine neue Bundesregierung. Wer aber darauf vertraut, dass diese Bundesregierung mit dem Stolperstart von Kanzler Friedrich Merz unser Land wieder nach vorne bringen könnte, da kann ich nur sagen, der ist Berufsoptimist. Ein Kanzler, der seine Kanzlerschaft mit weitreichenden Zugeständnissen an alle Parteien links von der Union erkauft hat, der hat ja keinerlei Spielraum mehr. Und links von der Union, das beinhaltet nicht nur SPD und Grüne, sondern inzwischen die SED. Da wird gesagt, die bürgerliche Mitte, da gehören jetzt die Kommunisten dazu, die Kommunistenpartei, die SED gehört dazu. Der Kaufpreis, dass dieser Kanzler noch am Dienstag in zweiter Abstimmung gewählt wurde, das war ein Deal der Unionsfraktion mit der Linksfraktion und damit fiel der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union bezogen auf die Linke. Und was die Linke ist, hat deren Chef Van Aken deutlich gemacht mit dem Satz: Linke Straftaten dienen dem Gemeinwohl. Linke Straftaten dienen dem Gemeinwohl. Wo sind wir hingekommen? Diesen selbstzerstörerischen Handel mit erklärten Kommunisten ist die Unionsfraktion eingegangen, obwohl die AfD-Bundestagsfraktion von Anbeginn deutlich gemacht hat,
dass sie einer Abstimmung noch am Dienstag zustimmen wird, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten, sondern aus staatspolitischer Verantwortung. Soweit zum Einstieg der Unionsfraktion in die neue Bundesregierung. 10 Jahre stetiger Abstieg unseres Landes in allen Bereichen soll jetzt von denjenigen abgewendet werden, die ihn federführend zu verantworten hatten. Eine desolate, verkommene Infrastruktur, marode Brücken, der Zustand der Deutschen Bahn. Ich bin gerade mit der Bahn hierher gekommen, ausnahmsweise nur 10 Minuten Verspätung und zwischendurch nicht ein Ersatzverkehr per Autobus. Zahllose Schulen sind marode und das sind nur die offenkundigsten Zeichen dafür. Eine ideologiegetriebene Umwelt- und Energiepolitik, gepaart mit weltweitem, peinlichem, missionarischem Aktionismus. Eine die Bürger und die Wirtschaft strangulierende Bürokratie und die gewollte Massenzuwanderung nach Deutschland. All das liegt offen zutage und das sind Zeichen deutscher Selbstzerstörung. Außenpolitisch sind wir von einem respektierten Staat zu einer peinlichen Lachnummer verkommen. Diplomatie ist in Deutschland ein Fremdwort geworden. Und innenpolitisch bringt uns die ungesteuerte, ja sogar seitens der Regierung offenkundig gewollte Massenmigration an den Rand des sozialen und des sicherheitspolitischen Kollapses. Und eine tatsächliche Wende ist hierbei nicht zu erwarten. Die Aussage aus der neuen Bundesregierung, dass sogenannte vulnerable Personen wie junge, unbegleitete Minderjährige, die größte Problemgruppe, natürlich einreisen dürfen, das lässt kaum Besserung erwarten. Aber, so empfinde ich das, noch dramatischer ist, was uns als Freunde der Demokratie zutiefst beunruhigen muss. Unsere elementaren Grundrechte, ja unser Rechtsstaat, unsere Demokratie, sie sind in akuter Gefahr. Wir Bürger sehen uns inzwischen mit einem Staat konfrontiert, der gegen unsere elementaren Bürgerinteressen, der gegen unsere grundgesetzlich garantierten Rechte, der sogar gegen jeden Einzelnen von uns Stellung bezogen hat und der noch dazu schamlos gegen unsere eigene Verfassung, gegen unser Grundgesetz arbeitet. Aber nicht nur das. Die beiden eher linken Harvard-Professoren Steven Levitsky und Daniel Ziblatt haben in ihrem Gemeinschaftswerk, das lautet »Wie Demokratien sterben«, die Schlüsselindikatoren für autoritäres, antidemokratisches Verhalten benannt. Erstens, die Rechte der Opposition zu beschneiden. Zweitens, eine Rhetorik, die die Opposition zu Staatsfeinden erklärt. Drittens, Versuche, die Opposition von der vollen Beteiligung am politischen Leben auszuschließen. Und viertens, weit gefasste Verleumdungsgesetze. Dieses Vorgehen, so warnen die beiden Politologen, vollziehe sich schleichend und unter dem Anschein von Legalität. Ich muss Ihnen allerdings sagen, in Deutschland vollzieht sich all das, Drangsalierung, Stigmatisierung und Entrechtung der Opposition, auch hier in Hamburg, nicht nur schleichend, sondern völlig offen. Und das ist Regierungsprogramm, wie man am Beispiel des Umgangs mit der AfD Land auf, Land ab
und wie er auch mal am Beispiel der Desiderius Erasmus Stiftung erkennen kann. Und daran beteiligt sich federführend die CDU und die CSU. Und es spricht Bände, wenn Friedrich Merz in einer Bundestagsdebatte ungerügt die AfD als Gesindel bezeichnen konnte und nicht mal einen Ordnungsruf dafür erhält. Und wenn er sich nicht anders zu helfen weiß, als eine Brandmauer gegen die größte Oppositionspartei hier in Deutschland zu errichten. Und es spricht auch Bände, wenn aus allen Parteien des Deutschen Bundestages die laute Forderung nach einem Verbot der durch und durch demokratischen AfD gefordert wird. Und Herr Nockemann hat ja vorhin angeführt, dass es natürlich auch die eine oder andere Stimme gibt, die einem nicht gefällt. Aber ich war lang genug in der CDU, um zu wissen, dass es auch dort immer wieder Stimmen gegeben hat, die einem wirklich nicht gefallen konnten. Aber nicht nur die AfD als starke Oppositionspartei und Fraktion wird massiv ausgegrenzt und bekämpft. Die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit aller Bürger ist in höchster Gefahr. Und in Teilen ist sie bereits drastisch eingeschränkt. Und bis ins Ausland hat sich diese Tatsache inzwischen verbreitet. Es war der US-Vizepräsident Vance, der Deutschland im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz den Spiegel vorgehalten hat. Und zwar mit großer Sympathie für unser Land und nicht mit Ablehnung machte er deutlich, was ihn an Deutschland und auch an der Europäischen Union umtreibt, als er mahnte, ich zitiere, die Bedrohung, die mich in Bezug auf Europa jedoch am meisten besorgt, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer Akteur. Was mich besorgt, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegenden Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. Und er fuhr fort, ich war erstaunt, dass ein ehemaliger EU-Kommissar kürzlich im Fernsehen auftrat und begeistert klang, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert hatte. Und Vance warnte, dass, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, genau dasselbe auch in Deutschland passieren könnte. Und er fügte an, wir müssen mehr tun, als nur über demokratische Werte zu sprechen. Wir müssen sie leben. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir wissen das, wir haben es erlebt. Wahlen könnten in Deutschland nicht nur rückgängig gemacht werden, wie Vance es befürchtete, sondern es ist in diesem Lande bereits bei uns geschehen. In dem Moment, wo die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer Landtagswahl in Thüringen apodiktisch gefordert hatte, dass die Wahl des Ministerpräsidenten, die mit den Stimmen der AfD legal erfolgt war, rückgängig gemacht werden müsse. Und das geschah dann auch noch. Damit wurde offenkundig, dass die eigene Bundesregierung unsere Verfassung mit Füßen tritt und an der Spitze die Kanzlerin. Von dem Moment an mussten selbst bei den indolentesten Bürgern die Alarmglocken schrillen. Aber es haben immer noch nicht alle begriffen. Es ist für uns in Deutschland inzwischen durchaus von Interesse zu sehen, wie wir von außen betrachtet werden. Die eigene Betriebsblindheit wird dadurch, hoffe ich, aufgebrochen. Und deshalb rekapituliere ich bewusst, was uns Vizepräsident noch ins Stammbuch schrieb, als er sagte, für viele von uns auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es zunehmend so aus, als würden alte, etablierte Interessen sich hinter hässlichen,
sowjetisch anmutenden Begriffen wie Fehlinformation und Desinformation verstecken, weil sie nicht ertragen können, dass jemand mit einer alternativen Sichtweise eine andere Meinung äußert, geschweige denn anders wählt oder, Gott bewahre, eine Wahl gewinnt. Und er fuhr fort: Ich glaube zutiefst, dass es keine Sicherheit gibt, wenn Sie Angst vor den Stimmen, Meinungen und dem Gewissen haben, die Ihr eigenes Volk leiten, wenn Sie vor Ihren eigenen Wählern davonlaufen. Aber was die deutsche Demokratie und überhaupt keine Demokratie überleben wird, sagte Benz, ist, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen und ihr Flehen um Erleichterung ungültig oder nicht einmal einer ernsthaften Überlegung würdig sind. Und er schloss: Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Brandmauern. Soweit Vizepräsident Vance. Nach der Höherstufung der AfD jetzt kürzlich als angeblich gesichert rechtsextremistisch, ohne dass die Gründe überhaupt dafür auf den Tisch gelegt wurden. Die eine oder andere Zeitung, eines oder anderes Medium hat die natürlich bekommen, aber die AfD nicht und die Öffentlichkeit auch nicht, äußerte sich auch der stellvertretende amerikanische Außenminister Christopher Landau, der deutsche Wurzeln hat, dessen Eltern aus Wien der Nazidiktatur entflohen. Mit tiefer Empörung über das deutsche Vorgehen und die Belehrungen seitens Deutschlands wegen der Hochstufung international gibt es inzwischen nicht nur Erstaunen, sondern wirklich Kopfschütteln und auch Besorgnis über das, was mit Deutschlands Demokratie gerade geschieht. Und inzwischen hat der Vorsitzende des US-Geheimdienstkomitees, Senator Tom Cotton, erklärt, dass er die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Deutschland einstellen werde wegen der Verfolgung der AfD durch die Bundesregierung. So weit sind wir. Liebe Freunde, nimmt das überhaupt Wunder? Nein. Für jeden wachen Beobachter ist deutlich erkennbar, dass unser Land, dass Deutschlands Demokratie in den letzten 10 Jahren in seiner Substanz grundlegend umgestaltet, ja verletzt wurde. Und das sage ich mit Bedauern als jahrzehntelanges Mitglied in der CDU. Die Initialzündung dazu gab Angela Merkel an der Spitze einer willfährigen CDU-CSU. Die Schädigung unserer wirtschaftlichen und unserer kulturellen Fundamente sowie auch des verträglichen Miteinanders der Menschen, all das wurde und wird rücksichtslos auch für eine ideologische Weltrettungsplanung vorangetrieben. Und das ganz radikal, brachial, selbst um den Preis der Zerstörung unserer demokratischen Rechte. Liebe Freunde, unser Grundgesetz ist ein hohes Gut. Das lernen Kinder oder sollten Kinder bereits in der Schule lernen. Und es soll uns Bürger vor einem übergriffigen, diktatorischen Staat schützen. Nicht der Staat soll vor seinen Bürgern geschützt werden, sondern für uns Bürger ist das Grundgesetz der Schutzschirm vor willkürlicher Staatsgewalt. Das muss man immer wieder dem Staat deutlich sagen. Und dazu gehört ganz elementar die Garantie der Meinungsfreiheit. Im Artikel 5 unserer Verfassung ist dieses Recht ganz fest verankert. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2011 wörtlich geurteilt,
Die Meinungsfreiheit schützt ungeachtet politischer Korrektheit alle Meinungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erwiesen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind oder ob sie als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Meine lieben Freunde, darüber hat sich nicht nur die Bundesregierung hinweggesetzt, sondern auch die Landesregierungen inzwischen. Aber für einen freiheitlich-demokratischen Staat ist das Recht der Bürger auf freie, von staatlicher Bevormundung unbehelligte Meinungsäußerung ganz unverzichtbar. Nur dadurch ist eine ständige geistige Auseinandersetzung überhaupt möglich. Die offenen politischen und auch unpolitischen Auseinandersetzungen durch ungefilterte Meinungen ohne Zensur, das gerade unterscheidet ja Demokratien von Diktaturen. Aber damit steht es bei uns in Deutschland wirklich nicht mehr zum Besten. Und das, sage ich, ist noch wirklich milde ausgedrückt. Inzwischen glauben 76% unserer Bürger nicht mehr, dass die Meinungsfreiheit gesichert ist. Das ist ein dramatischer Befund. Und wir sehen mit zunehmender Sorge die staatlich finanzierten Meldestellen gegen missliebige Meinungen, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Die politische Einseitigkeit der durch Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Sender. Die Fake News und Lügengeschichten eines staatlich finanzierten Recherchemagazins Korrektiv. Das trickreiche, von einer Innenministerin Faeser inszenierte, höchstrichterlich gescheiterte Verbot des Magazins Kompakt. Die Erfindung eines, wie es heißt, Phänomenenbereiches verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, muss man sich erst mal ausdenken, sowas, durch das Innenministerium. Die Tatsache, dass der Inlandsgeheimdienst völlig skrupellos als Waffe gegen politische Meinung eingesetzt wird, die der Bundesregierung nicht passen. Die Forderung von Friedrich Merz, die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien zu regulieren. Was heißt denn das regulieren? Was will er? Er will das beschneiden. Die weit über 1000 Strafanzeigen führender Politiker gegen Witzeleien oder berechtigte Kritik harmloser Bürger. Und, man hält es kaum für möglich, Hausdurchsuchungen nach Kritik an Mitgliedern der Bundesregierung. Und wer in Deutschland brutale Gewaltverbrechen von Migranten zum Thema macht, hat inzwischen eher ein Verfahren wegen angeblicher Volksverhetzung am Hals, als dass die Täter verurteilt werden und unser Land verlassen müssen. Und das ist ein Skandal. Der Politikwissenschaftler Richard Traunmüller von der Universität Mannheim hat es auf einen kurzen Nenner gebracht, als er feststellte, Meinungsfreiheit und Demokratie sind deckungsgleich. Wenn die Meinungsfreiheit in der Diskussion ist, dann gilt das auch für die Demokratie. Hier bei uns in Deutschland und nicht in irgendeinem Bananenstaat müssen jedem Freund der Demokratie die Alarmglocken läuten. Die letzten Bundesregierungen haben eine Herrschaft des Verdachts, ja eine Herrschaft des Unrechts errichtet und gehen rigoros gegen ihr missliebige Meinungen vor. Und die Bürgerrechtler der früheren DDR wie Vera Lengsfeld, Angelika Barbe oder Hubertus Knabe, die fühlen sich nicht ohne Grund an ihre DDR-Zeiten erinnert, als sie dagegen protestierend auf die Straßen gegangen sind. Und die Neue Zürcher Zeitung titelte jüngst, die wahre Gefahr für die Demokratie liegt in der Entfesselung staatlicher Gewalt von den Zügeln des Gesetzes.
Der frühere Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, sogar Mitglied der SPD, Matthias Brotkorb, konstatierte, und diesen Satz, den müsste man einfach mal groß auf Plakate drucken: Der Verfassungsschutz richtet seine Schrotflinte auf die Mitte der Gesellschaft, in dem selbst harmlose Äußerungen unter Beschuss geraten. So ist es, meine Freunde. Dieser Verfassungsschutz ist aber keine hehre, unabhängige Institution. Das glauben ja die meisten Menschen hier in Deutschland. Sondern er ist weisungsgebunden. Er muss das tun und tut das, was die Bundesregierung will und vorschreibt. Das alles kann aber nur deshalb so durchgezogen werden, weil zu viele Medien in weiten Teilen ihrer Aufgabe, die Politik auch kritisch zu begleiten, zu beobachten, zu kommentieren, zu viele Medien dem immer weniger nachkommen. Es gibt natürlich gute Beispiele wie die Junge Freiheit. Stattdessen bekämpfen sie Hand in Hand mit staatlich finanzierten sogenannten NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die Opposition. Man muss wirklich kein Verschwörungstheoretiker sein, um festzustellen, dass dieses Verhalten finanziell befördert wird, und zwar mit unseren, mit Ihren Steuergeldern. Sie bezahlen das, wir bezahlen das alle miteinander. Nicht nur durch den amerikanischen Multimilliardär Bill Gates, der den Spiegel in den vergangenen Jahren mit 5,4 Millionen $ gefördert hat, sondern auch seitens der Bundesregierung wird etlichen Medien finanziell hilfreich unter die Arme gegriffen und zahllose sogenannte Nichtregierungsorganisationen werden üppig alimentiert. Dabei ist es der Bundesregierung verfassungsrechtlich eindeutig untersagt, parteipolitisch Position zu beziehen. Sie muss sich neutral verhalten. Das wird aber durch die finanzielle Förderung dieser sogenannten Nichtregierungsorganisationen ganz einfach unterlaufen. Sie heißen zwar Nichtregierungsorganisationen, sind aber in Wahrheit zumeist das linke Vorfeld der Bundesregierung, um missliebige Meinungen mundtot zu machen. Diese NGOs helfen, Bürger wegen harmloser kritischer Äußerungen vor den Kadi zu ziehen und die Opposition Land auf Land ab zu bekämpfen. Und diese überwiegend als Zivilgesellschaft, hört sich fantastisch an, Zivilgesellschaft, ganz brave, deklarierten Nichtregierungsorganisationen vermarkten sich als unabhängige, gemeinnützige, die haben alle die Gemeinnützigkeit, gemeinnützige Instanzen, die losgelöst von staatlichem Einfluss angeblich mehr Bürgernähe postulieren und vorgeben, eine wehrhafte Demokratie verteidigen zu wollen. Tatsächlich tarnen sich darunter vor allem linke Lobbygruppen. Ohne die Millionen an Steuermitteln wären diese Vereine überhaupt nicht überlebensfähig. Die Bundesregierung bedient sich mit der satten finanziellen Förderung dieser Organisationen eines verfassungsfeindlichen Tricks. Sie lagert das aus, was sie selbst nicht machen darf, an diese vermeintlich unabhängigen Organisationen. Und in diesem Sinne agieren die Amadeo-Antonio-Stiftung, die Vorsitzende ist ein DDR-Spitzel, die neuen deutschen Medienmacher, die Omas gegen Rechts, die Korrektiv- und zahlreiche Meldestellen, bei denen unliebsame Bürger denunziert werden können, und selbst die gewaltaffine Antifa. Hier haben Sie ja auch in Hamburg eine starkkräftige Antifa. All das wird mit unseren Steuergeldern gemästet, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Nicht selten stehen dabei Freunde oder sogar Ehepartner von Regierungsmitgliedern an der Spitze derartiger Organisationen. Es war übrigens die Merkel-Regierung, die damit begann, das linke Vorfeld mit Steuermillionen üppig zu verwöhnen. Unter dieser CDU-Kanzlerin wurde der Ausbau
des sogenannten zivilgesellschaftlichen Komplexes zügig vorangetrieben. Und so wurden durch die unterschiedlichsten Ministerien mehr als 1 Milliarde Euro, nicht 1 Million, nicht 10 Millionen, 1 Milliarde Euro im sogenannten Kampf gegen Rechts an überwiegend linke Organisationen und Projekte ausgeschüttet. Und wie wir am Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung erkennen können, stehen die Unionsparteien nach wie vor hinter diesen demokratiefeindlichen Aktivitäten. Danke, Bundesregierung. Die, welch ein Hohn, auch noch getarnt, unter der Flagge des Bundesprogrammes, der heißt Demokratie leben, Demokratie leben. Er müsste heißen Demokratie vernichten. Das wäre die ehrliche Bezeichnung dafür. Das ist schön. Kann ich gedacht. Danke. Verstärkt wird diese massive Bekämpfung unserer Meinungsfreiheit demnächst noch durch ein Gesetz, das Hass und Hetze ausdrücklich unter Strafe stellen soll. Wobei natürlich die Definitionshoheit über das, was nun Hass und Hetze ist, bei den politisch Herrschenden in Regierung und Justiz liegt. Damit wird Angst geschürt und im Vorfeld unliebsame Kritik drastisch unterbunden. Das Bamberger Urteil gegen den Journalisten David Bendels, Chef des Deutschlandkuriers, gibt einen Vorgeschmack auf das, was uns blühen könnte, wenn selbst die Richter unser Grundgesetz missachten. Bendels wurde kürzlich vom Amtsgericht Bamberg zu 7 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 210 Tagessätzen verurteilt. Und warum? Seine Zeitung hatte ein satirisch bearbeitetes Bild von Nancy Faeser über die Medienplattform X verbreitet und da stand auf dem Plakat, was Faeser hochhielt in Satire: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Dieses Urteil hat sogar international massive Kritik und außerordentliches Befremden ausgelöst. Das heißt, auch die Pressefreiheit wird unter Beschuss genommen. Ich stelle fest, die Meinungsfreiheit von uns Bürgern wird aufs Korn genommen. Kritik ist nicht nur unerwünscht, sondern Kritik an der Bundesregierung wird inzwischen drastisch bekämpft und auch bestraft. Selbst Aussagen von Bürgern, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, können und sollen auf eigens eingerichteten Meldeplattformen angezeigt und gesammelt werden. Der Straftatbestand gegen Politikerbeleidigung, so wie er heute ausgelegt wird, widerspricht aber eklatant unserer Verfassung. Es darf in einer Demokratie nicht so etwas wie Majestätsbeleidigung unter Strafe gestellt werden. Und ich sage Ihnen, unsere Politiker und unsere Bundesregierung, das sind keine Majestäten, sondern sie haben unsere Diener zu sein und sonst gar nichts. Nie waren wir weiter davon entfernt. Politiker wie Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Agnes Strack-Zimmermann haben Bürger mit Hunderten von Anzeigen drangsaliert und vor Gericht gezerrt. Zimperlich ist man dabei nicht vorgegangen. Mit Hausdurchsuchung morgens um 6. Beschlagnahmung von Handys und Rechnern waren häufig die drastischen Begleitumstände. Und es ist einfach unfassbar und macht besorgt, dass sich darüber deutsche Staatsanwälte in einer Gesprächsrunde in den USA öffentlich köstlich amüsiert haben und sich erkennbar freuten, dass die Konfiszierten von Rechnern bei Hausdurchsuchungen für viele Betroffene als eine besonders harte Strafe empfunden wurde, weil sie die brauchten für ihre Existenz, eine Strafe ohne Urteil. Und darüber freuen sich deutsche Staatsanwälte. Es ist besorgniserregend.
Die Ankündigung der neuen Bundesregierung, dass Lügen, Hass und Hetze ausdrücklich unter Strafe gestellt werden sollen, bereitet uns auf eine vertiefte Gedanken- und Gesinnungspolizei vor. Wir müssen uns somit darauf gefasst machen, dass unter Schwarz-Rot Orwells Warnung verstärkt Realität wird. Das Vorhaben erinnert an eine DDR-Stasi-Dienstanweisung von Erich Mielke zur politisch-operativen Bekämpfung staatsfeindlicher Hetze. Unter Strafe wurde in der DDR damit gestellt, wörtlich Diskriminierung, Verächtlichmachung von Verleumdung von Repräsentanten oder anderen Bürgern der DDR, der staatlichen Organe, Einrichtungen oder gesellschaftlichen Organisationen. Irgendwie hört sich das sehr aktuell an und es wundert nicht, dass Angela Merkel, die dort aufgewachsen war und dort gute Beziehungen hatte zu dem Regime, dass die Geburtsmutter dieses Vorganges ist. Bemerkenswert ist, dass sich höchste staatliche Repräsentanten selbst nicht an das halten, was sie von uns Bürgern bei Strafe verlangen. Nicht einmal im Rahmen des international diplomatisch eigentlich Gebotenen wählen sie ihre Worte angemessen. Seit gut 10 Jahren ist ein allgemeiner deutscher Politikersport, Donald Trump permanent zu beleidigen, zu verleumden oder aus dem kultivierten Rahmen herausfallend mit Hass zu überziehen. Agnes Strack-Zimmermann, die selbst Hunderte von Beleidigungsanzeigen gestellt und Bürger vor Gericht gezerrt hat, sagte öffentlich, dass Trump nicht alle Tassen im Schrank hat. Und der deutsche Bundespräsident bezeichnete Trump als Hassprediger. Ich sage Ihnen, wer von Ihnen, wer von uns heutzutage über einen unserer Politiker das äußern würde, landet mit größter Sicherheit vor Gericht und wird verurteilt. Wir in Deutschland erleben in wirklich dramatischer Intensität eine zunehmende Entmündigung, eine Einschüchterung und sogar intensive Beobachtung und Bespitzelung. In meiner Lieblingsoper, dem Fidelio von Beethoven, heißt es: Sprecht leise, haltet euch zurück, wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Diese Oper muss man sich jetzt ständig anhören, damit man weiß, wo man lebt. Unwillkürlich muss ich dabei an unser Deutschland denken. Unsere Staatsmacht will sich vor Kritik jeglicher Art schützen und greift dabei hemmungslos zu antidemokratischen Mitteln. Weil das alles aber den Protagonisten der Macht noch immer nicht reicht, plant man jetzt laut Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung unbotmäßigen das passive Wahlrecht zu entziehen. Man will es einfach nicht glauben. Liebe Freunde unserer Demokratie, liebe Freunde unseres Rechtsstaats, die Sie hier sitzen und die sogar den Geburtstag, den Hafengeburtstag sausen lassen, um hier zu sein, Dankeschön dafür. Ich sage Ihnen, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil von 2023 geurteilt. Und wir müssen konstatieren, die Leitplanken unserer Demokratie sind längst durchbrochen. Das Erschreckende ist, dass alles geschieht ganz offen und völlig ungeniert vor aller Augen. Jeder kann es sehen, jeder kann es hören. Und niemand möge bitter später sagen, er habe nichts davon gewusst. Dankeschön. Man muss sich das mal vorstellen. Ein ehemaliges CDU-Urgestein wie Erika Steinbach muss erst zur AfD wechseln, um überhaupt noch frei sprechen zu dürfen, ohne sofort als Verfassungsfeind abgestempelt zu werden. Und warum? Weil sie auf Probleme hinweist, die jeder sieht, aber keiner mehr offen ansprechen darf. Sie redet über einen Verfassungsschutz,
der Opposition beobachtet, während linke Extremisten Fördergeld kassieren. Sie spricht über Richter, die Meinungsäußerung nicht mehr im Rahmen des Grundgesetzes, sondern entlang politischer Stimmungslagen bewerten. Und sie benennt das größte Tabu, die öffentlich-rechtlichen Medien, die ihren Auftrag längst gegen eine Agenda eingetauscht haben. Das alles ist keine Verschwörung, das sind Fakten, die man täglich in Nachrichten, Gerichtsurteilen und Talkshows beobachten kann. Und genau das macht diesen Beitrag so wichtig. Was mich persönlich besonders nachdenklich macht, dass so viele Menschen im Land immer noch glauben, wir hätten ein funktionierendes System, nur weil alle 4 Jahre gewählt wird. Aber was ist eine Wahl wert, wenn Medien einseitig berichten, Gerichte politisch urteilen und der Staat unbequeme Stimmen mundtot machen will? Erika Steinbach redet nicht drum herum. Sie benennt die Defizite. Und das ist unbequem, aber genau das brauchen wir in dieser Zeit. Wenn ihr auch findet, dass man endlich wieder Klartext reden darf, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr diesen Auftritt von Erika Steinbach einschätzt. Wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das mit einem Supertext direkt unter dem Video tun. Vielen Dank an alle, die dabei helfen, dass diese Stimmen gehört werden. Bleibt kritisch. Thank you.